Talk heißt, wie ist es denn so als Künstlerin? Und dann sagt er, ja, das ist aber jetzt auch wirklich das Maximum, was ich dir bieten kann. Die männlichen Kollegen werden immer besser bezahlt. Und dann habe ich natürlich die Gage so hochgesetzt, dass sie nicht zahlen konnten. Hab gesagt, also das ist eine Unverschämtheit. Ich hoffe, dass die jüngere Generation, die jetzt anfangen, Mucke zu machen, dass die irgendwann mal solche Sprüche nicht mehr hören müssen, weil das nervt und hemmt. Als Spoiler, es werden nicht weniger Männer, wenn es mehr Frauen werden. Auch da kann man euch die Angst nehmen. Die Zahl ist nicht begrenzt. Ganz wichtig, dass wir Frauen uns miteinander solidarisieren und auch so eine Sisterhood einfach wächst. Heute ist dieses Festival hier auf dieser Bühne und auf dieser Bühne stehen ausschließlich richtig geile Leute, die richtig geil machen, was sie können. Ist das nicht fantastisch? Offensichtlich organisiere ich ein Festival. Fest steht, wir müssen einen Haufen Tickets verkaufen. Aber noch kennt uns niemand. Wir brauchen ein großes Promo-Event. Ich fahre also einfach zur größten Musikshow im deutschen Fernsehen. Die Giovanni Zarella Show. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe mir Support geholt. Und zwar die No Angels. Die allererste Girlband Deutschlands. Und ich darf heute der 5. Engel sein. Juhu! Diese Band hat eine ganze Generation junger Frauen geprägt. Ich finde es ganz grandios, dass es einfach mal ein Festival gibt, das von Frauen geheadlined wird. Das gibt's in der Form noch nicht und macht man sich natürlich auch gar nicht so viele Gedanken drüber. Da ist ein Festival, da gehe ich hin, okay, da guckt man gar nicht, wie ist denn da eigentlich die Frauen- und die Männerverteilung? Das machen die wenigsten. Wenn man das mal tun würde, dann würde man wirklich darauf aufmerksam werden, dass ziemlich wenige Frauen stattfinden. Und meistens die Headliner, es sei denn, es sind jetzt Beyoncé und Konsorten, meistens Männer-Headliner sind. Letztendlich ist es auch ein Festival, der aus sehr starke Einzelkünstler oder Bands besteht. Und es finden einfach keine Männer statt. Es ist aber jetzt kein Kompromiss gemacht, was die Künstler angeht. Genau, das ist ja der Punkt. Ja. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es ist gute Musik und es sind richtig gute Künstler, die was zu sagen haben, die da was auf die Bühne bringen, was sehenswert ist.
Und da sind halt keine Männer dabei. Wir waren ja auch vor 20 Jahren Role Models und man merkt aber, dass diese Menschen, die mit uns gewachsen sind, für die wir diese Role Models waren, tatsächlich halt teilweise auch das weitergeben an deren Kinder oder Töchter. Das ist, glaube ich, das Großartigste daran, dass wir vor so vielen Jahren diese junge Generation angesprochen haben. Wir haben einfach so viel Beispiel und so viele Geschichten über all diesen Menschen und vor allem tatsächlich Frauen gelesen, als es natürlich über unsere Diversität sehr offen auch letztes Jahr ging. Weil damals, vor 20 Jahren, war das kein Thema, die man jetzt so angesprochen hat. Nicht, weil das ein Tabuthema war, sondern es war tatsächlich nicht wirklich klar, was wir und unsere kulturelle Unterschiede bedeuten würden. Nicht nur in dieser Zeit, in der wir gestartet sind, sondern auch Jahre später. Und das wurde uns, glaube ich, auch letztes Jahr sehr, sehr, sehr bewusst. Und heute, ich persönlich vor allem, trage das auch ganz anders in mir. Es ist mir auch einfach viel bewusster geworden, was wir bedeutet haben und was wir heute immer noch für viele Menschen bedeuten. Das Ganze begleitet von unserer Liveband. Nimm Platz bitte, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Caroline, wie wird man zum Engel? Wir haben uns tatsächlich kennengelernt, ja in meiner Show, in der Caroline Kebekus Show kamen die No Angels und wir haben so ein geiles Medley performt, das war schon nicht von dieser Welt. Dann haben die No Angels natürlich sofort zugesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie bei meinem neuen Festival mitmachen würden, weil ich organisiere nämlich mit meinem Team ein brandneues Festival. Ein sehr besonderes Festival. In Köln, genau, das Dix Festival. Pfingstmontag, kommt alle nach Köln, 6.6. in den Kölner Tanzbrunnen. Save the date, würde ich sagen. Total, das wird ein Riesen-Happening. Und gib it up für Caro, der 5. Engel, die nur in noch nicht mal 2 Tage sich all das hier... Es war super toll. Ich bin richtig happy. Es hat richtig Spaß gemacht. Mega Bock. Ja. Ihr seid unfassbar. Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte bei euch. Unfassbar, die Frau. Nach diesem Auftritt mit den No Angels, ich habe so viele Reaktionen gehabt auf Instagram. Leute haben mir geschrieben, wo ich dann so dachte, ach, ihr guckt die Giovanni Zarella Show, das war mir neu. Super viel Reaktionen gehabt darauf, aber keine Tickets verkauft nach der Show. Im 2. Jahr. Und dann hat mich der Interviewer so ganz witzig gefragt, ob mein Kind noch Mama zu mir sagt. Und das war sehr hart. Also ich bin danach richtig zusammengebrochen und war richtig wütend. Und das ist aber auch so eine Frechheit einfach, die man als Frau erlebt. Also wenn ein Vater unterwegs ist, arbeitet, Karriere macht, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Und als Frau wird man also bewertet. Damals, als ich schwanger war und dann auch Mutter geworden bin, dass dann als einzige Lösung galt, dann muss sie die Band verlassen. Schauen, wie nächstes Jahr. Die No Angels sind schon da. Hinten steht der Nightliner. Sandy ist gerade im Schlafanzug an mir vorbeigelaufen. In diesem Fall da. Also wenn alle anderen nicht kommen, die No Angels haben wir schon. Wir schließen einfach den Bus ab. Da kommen die nicht mehr weg. Das ist so bescheuert, oder? Dass wir vor einem Jahr so eine crazy Idee hatten und jetzt stehen die alle da. Jetzt machen wir das morgen. Das ist doch irre, ey, jetzt mal ganz ernst. Ist alles aufgebaut. Es regnet nicht mehr. Das kann nur noch geil werden. Die Crowd war halt... Frau sein. Im Leben. Der Kuchen muss anders verteilt werden. So nicht. Kunst allgemein, Fernsehen überhaupt auch, aber jetzt in diesem Fall Musik. Wahnsinnig häufig. Sei es vom ganz Kleinen ins ganz Große, einfach auch von Sexismus, Erlebnissen, Berichten, von diskriminierenden Erfahrungen, die bezogen sind auf die Tatsache, dass man eine Frau ist.
Und da wäre jetzt erstmal so die erste Frage, habt ihr sowas mal erlebt? Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Und wenn ja, gibt es irgendwas davon, was ihr teilen könnt, mit dem ihr euch wohlfühlt, das zu erzählen? So einfach nur mal, damit Menschen, die das immer hören und lesen, kurz auch merken, dass selbst wenn man so krass erfolgreich ist und so weit oben steht wie ihr beispielsweise, man sich so eine Scheiße trotzdem noch geben muss. Ja, wo soll man anfangen? Ja, fang mal an. Es war einmal. Es gibt eine Situation, die sich doch sehr stark eingebrannt hat bei mir, die mich sehr verletzt hat. Das war so im ersten Jahr oder im zweiten Jahr. Und wir waren wahnsinnig viel unterwegs und am Arbeiten und wir hatten ein Interview. Und dann hat mich der männliche Interviewer so ganz lustig gefragt, sagt denn dein Kind überhaupt noch Mama zu dir? Weil ich ja so viel arbeiten bin. Ich saß da und dachte mir, wow. Und ich war wahnsinnig gekränkt und verletzt, aber ich hatte auch nicht diese Reflexion. Ich wusste, es ist nicht richtig, was er sagt, aber ich wusste nicht genau warum und war einfach nur wahnsinnig wütend. Und ich muss einfach sagen, also einen Mann stellt man so eine Frage nicht. Ein Mann, der Karriere macht, der arbeiten geht, der unterwegs ist, ist so, ja, super, super. Und Frauen müssen sich rechtfertigen. Und Frauen werden bewertet. Auch wenn sie arbeiten, ist falsch. Wenn sie nicht arbeiten, ist falsch. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was alle Frauen irgendwo kennen, egal welchen Beruf man hat. Und deswegen, ja, ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ja, das ist, ich dachte auch tatsächlich, weil ich auch relativ jung angefangen habe, mit meiner Schwester immer Musik gemacht habe und da hatten wir auf jeden Fall gegeneinander und wir hatten uns und konnten uns supporten. Aber bei Jobs, wo man alleine als Frau irgendwie auftritt, dann kommt man in den Club. Und ich dachte früher wirklich, es liegt daran, dass ich 14 bin, dass man mir nichts zugetraut hat. Ich bin jetzt 31 und krieg immer noch gewisse Sprüche zu hören. Ich komme in den Club, nimm mein ganzes Geschissel mit, meine Snare und der Clubbesitzer fragt, ja, wo ist denn die Band? Wo ist denn dein Freund? Irgendwie. Und dann denkt man sich so, ja, ich spiele dieses Instrument, ich weiß, wie man das bedient oder dass man gesagt bekommt, wie man den Gitarrenamp anmachen soll, dass man den vorglühen soll. Ich so, ja, das ist mein Equipment, das habe ich gekauft, ich weiß, wie das läuft, vielen Dank. Und die meinen das alle nicht böse und ich hatte da auch Gott sei Dank nie eine schlimme Auseinandersetzung, aber es ist so tief drin in den Köpfen, es ist so hart verankert, genau auch wie bei dir der Spruch. Die meint es nicht böse, aber war halt einfach die letzten 1000 Jahre anders und es ist schön, dass da ein bisschen was endlich mal in Bewegung kommt. Und ich hoffe, dass die jüngere Generation, die jetzt anfangen, Mucke zu machen, und ich kann das nur befürworten, es zu tun, dass die irgendwann mal solche Sprüche nicht mehr hören müssen, weil das tut schon, das nervt und hemmt. Und deswegen gibt's so wenige Frauen am Schlagzeug. Voll schlimm. Ja. Bitte, immer. Also für Applaus halte ich jederzeit die Klappe. Dankeschön, Message angekommen. Okay. Es gibt eine Sache, über die kann man super klar faktisch reden, die ist auch nicht subjektiv wahrgenommen, das ist Kohle. Musikerinnen verdienen im Schnitt 30% weniger als ihre männlichen Kollegen. Habt ihr jemals mit anderen Kollegen on stage jemals über Gagen gesprochen? Auf Festivals, auf Zusammenkünften, auf Shows irgendwo? Wird da offen drüber gesprochen, wer wie viel verdient, um rauszufinden, ob man gleich behandelt wird? Habt ihr das je erlebt? Also es gibt natürlich immer eine Klausel in den Verträgen, die es einem verbietet, drüber zu sprechen. Ja. Und natürlich der Grund liegt auf der Hand. Das möchte keiner, dass das ganz offen gelegt wird, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ich hatte in diesem Jahr eigentlich das Glück, mal so richtig mit der Nase drauf gestoßen zu werden. Das hat mich unfassbar verärgert. Aber der hatte Eier, muss ich sagen. Ich habe eine Anfrage bekommen für eine Tour. Und dann verhandelt man natürlich und ich sage, ja, möchte gerne ein bisschen mehr und so. Und dann, ja, dann trifft man sich irgendwo und dann sagt er, ja, das ist aber jetzt auch wirklich das Maximum, was ich dir bieten kann. Die männlichen Kollegen werden immer besser bezahlt, weil die meisten Frauen die Tickets kaufen. Also das muss man sich überhaupt erst mal vorstellen. Das ist nicht nur, dass davon ausgegangen wird, dass die Frauen die Tickets kaufen, um die Männer zu bestaunen auf der Bühne. Nee, aber ganz im Ernst, also das war wirklich schockierend. Und dann habe ich natürlich die Gage so hochgesetzt, dass sie nicht zahlen konnten. Habe gesagt, also das ist eine Unverschämtheit. Und habe da auch ganz offen drüber gesprochen. Ja, dass wir sprechen
Und dass wir vor allen Dingen auch untereinander, miteinander sprechen. Und auch, ich meine, am Ende des Tages, ob du singst, ob du sprichst, ob du Comedy machst oder was auch immer, sobald du dich auf eine Bühne stellst, gehörst du natürlich zu einer bestimmten Sparte Menschen, die in dem gleichen System leben. Und wir sind Frauen, die in dem gleichen System leben. Und ich habe das Gefühl, wir fangen jetzt erst an, miteinander zu reden, uns nicht mehr sagen zu lassen, worüber wir alles nicht reden dürfen. Und trotzdem habe ich oft so ein Korrektiv im Ohr. Das habe ich von ganz alleine. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil irgendwie undankbar. Das Thema beschäftigt mich auch. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Frauen uns miteinander solidarisieren und auch so eine Sisterhood einfach wächst. Weil wir sind schon so sozialisiert und das ist so internalisiert, so dieses Ding, ja, und Männer, die halten zusammen und da kommt dann nichts nach außen und wie diese ganzen Sprüche, die es da immer gibt. Die Und es ist so, ne? Also es ist nicht nur so, dass Männer irgendwie Frauen schräg kommen, auch Frauen untereinander machen da so ein Mother-Shaming und Body-Shaming und was weiß ich. Und es ist einfach, das sind diese alten Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind, dass wir irgendwie nicht zusammenhalten, dass wir nicht stark sind. Und dann gibt's ja diese Vorurteile, Frauen sind halt stutenbissig und zickig, aber das sind wir gar nicht. Wir müssen einfach nur uns annähern und miteinander reden. Und ich habe wirklich halt dieses Riesenglück, dass ich in dieser Frauenband bin und ich habe viele, viele starke Frauen um mich drumherum. Und wir müssen wirklich uns aufeinander zubewegen, weil das geht wirklich nur, wenn wir so eine gute Sisterhood haben und uns gegenseitig supporten, so wie Männer das schon immer gemacht haben. Und das müssen wir auch lernen. Also es ist doch immer noch so, dass man sich das einfordern muss. Und was wäre so ein Wunsch? Ich meine, hier sind ja Männer. Ja? Habe ich gehört. So ein Wunsch, den man richtet, den könntet ihr den männlichen Kollegen weitergeben auch noch. Was so Support-Geschichten angeht, weil, Spoiler, wir kriegen viel alleine hin, aber wenn ihr uns helft, wird's geiler. Absolut. Mein Wunsch ist eigentlich, und das wäre total schön, wenn wir das irgendwann mal schaffen sollen, ich weiß, das ist ein weiter Weg, ist einfach, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Ich weiß, das ist vielleicht total utopisch. Deswegen brauchen wir jetzt die Festivals, wir brauchen diese Quoten, weil wir müssen jetzt gerade mal, ich sag's mal, für einen Moment bevorzugt werden. Das fühlt sich irgendwie komisch an, weil ich will ja die Gleichberechtigung. Ich will nicht in der Band Schlagzeug spielen, weil die eine Frau haben wollen. Ich will nicht in der Band E-Gitarre spielen. Oh, ist ja cool, eine Frau in der E-Gitarre zu haben. Wie viele Fernsehjobs habe ich bekommen, um mich Playback irgendwo hinzustellen, weil es doch ganz schön wäre, da irgendwie jemanden in hohen Schuhen stehen zu haben. Ey, wirklich. Aber einfach angerufen zu werden, ey, ich finde deinen Sound geil, da betteln wir uns immer und sagen so, ey, geil, ich wurde angerufen, weil die mich einfach als Person haben wollen und nicht, weil ich eine Frau bin. Das ist immer so, wow, total geil. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass es keine Rolle spielt und ich merke, dass sich was tut. Ich spiele in sehr vielen Bands mit etwas älteren Bandmitgliedern. Bei Peter Maffay zum Beispiel, no offense. Ich spiele aber auch bei Alvaro Soler, habe ich den Sommer gespielt. Die sind alle noch ein paar Jahre jünger als ich. Und da merke ich, dass ich das viel mehr in meinem Kopf habe, dieses Emanzipationsding, als die Jungs. Ich habe dann öfter mal irgendwie so Witze gemacht oder auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Backstage stichelt man immer gern so ein bisschen rum und ist ja auch witzig, einen witzigen Kommentar zu bekommen. Und die sind so ganz, ganz vorsichtig und so, ich bin halt die Schlagzeugerin der Band, der darf man jetzt auch nicht sagen, dass die ein cooles Kleid anhat. Also die sind ganz, ganz vorsichtig und sensibel, dass die mir fast leid tun. Und deswegen, ich hoffe, es pegelt sich ein. Das ist meine Message. Ja. Habt ihr beide noch so abschließend aus eurer Perspektive so einen Wunsch für euch oder auch für Kolleginnen unter euch oder auch einfach für die komplette Branche, den man so in 2 Sätzen noch so rausformulieren könnte? Also ich wünsche mir, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Frauen sich untereinander mehr supporten, sich connecten, miteinander kooperieren. Vor allen Dingen diese Vielfalt an Frauentypen auch zu unterstützen. Ja. Also ob du jetzt irgendwie 120 Kilo wiegst oder 50 Kilo, ob du halb nackt auf die Bühne gehst und so ein sexy Programm machst oder ob du halt im Jogginganzug auf die Bühne gehst, dass man sich gegenseitig supportet. So,